was macht uns einzigartig hier? Und wo müssen wir noch mehr ausbauen? Wir müssen das Außergewöhnliche machen und da brauchen wir auch außergewöhnliche Leute dafür, die bereit sind, das mitzugehen. Und ich muss auch sagen, ich bin auch unglaublich stolz auf das Team hier. Ich habe halt das Glück oder das Pech, dass ich halt vorne dran sitze. Ich bin nur so gut, wie meine Leute sind. Ist so. Okay, mein Name ist Peter Fink. Ich bin Geschäftsführer der Ceratizid Austria. Die Ceratizid Group ist ein führender Hartmetallhersteller. Sie bietet Lösungen für den industriellen Verschleißschutz und Werkzeuglösungen für die Zerspannungsindustrie. Seit der Krise 2009 sind wir kontinuierlich am Wachsen und vor allen Dingen, was ganz, ganz wichtig ist natürlich auch für die Eigentümer, wir wachsen profitabel. Ja, unsere Teamzusammensetzung am Dolomitmann ist eigentlich sehr konträr von den Persönlichkeiten, das ist echt spannend. Der Treiber hinter dem Ganzen war der Simon. Ja, jeder probiert halt seine Aufgabe bestmöglich zu machen, oder? Das ist beim Dolomitmann so und im Werk so. Jeder hat seine Spezialisierung in dem, was er gut ist. Jeder schaut, dass er das Beste dabei rauskriegt. Zum Schluss sollte nachher das richtige Ergebnis dabei rauskommen. Ich bin der Simon Niedermeyer, arbeite seit 14 Jahren am Standort in Reute bei Ceratizid. Bin zurzeit in der Stäbefinalisierung und bin da als Endbearbeiter auf den Lab-Maschinen beim Spitzenlosschleifen. 2003 habe ich meine Lehre bei Planse begonnen, habe dann 2007 mein Zerspannungstechniker die Lehrabschlussprüfung gemacht, bin dann 2007 zu Ceratizid gewechselt und bin dann seit 2009 in der Stäbefinalisierung. Man kann sich mit dem Produkt identifizieren, man kommt mit jedem aus, man ist mit jedem per Du, man unterstützt einen in sämtlichen Hinsichten. Aber letztendlich ist das ein kleines Abenteuer und das ist das, was ich eigentlich am Leben so mag, dass man doch in diesen globalisierten Welt und eigentlich alles fast geplant wirkt, dann doch noch super einzelne Abenteuer findet und das gemeinsam mit ein paar anderen Leuten zu teilen, ist eigentlich genial. Mein Name ist Marc Böttger und ich bin Leiter Supply Chain Management bei der Ceratizid. Und da gilt es halt auch jeden Tag miteinander, sich die Kennzahlen anzuschauen. Das ist im Sport auch so, da schaue ich auch auf gewisse Kennzahlen, ob das jetzt Wattzahlen sind, ob das Herzfrequenzen sind, ob das gewisse Leistungsparameter sind, wie schnell ich jetzt irgendeine Strecke zurücklege. Genauso gibt es das in der Firma, für unsere Abteilung auch und die guckt man sich regelmäßig an. Man schaut dann, was sind die Gründe, warum man so gut gewesen ist, daraus lernt man. Genauso die Gründe, warum man vielleicht in dem Moment mal ein bisschen schlechter gewesen. Es gibt ja auch gute und schlechte Tage. Ja, und das wiegt man dann ab und versucht dann gemeinsam eine Entscheidung zu treffen, wie man besser wird. Man muss aus dem Sport Energie ziehen. Das Lässige am Laufen ist einfach, man legt Schuhe an, eine Hose, ein T-Shirt und fertig. Und man geht bei der Tür raus und läuft los. Also ich bin der Michael Knittel, arbeite bei Ceratizid als Produktmanager für Stäbe und Formrohlingen. Bin seit mittlerweile 11 Jahren hier im Betrieb, habe da die Lehre gemacht, habe mich dann weiterentwickelt zu einem CAD-CAM-Programmierer, also habe da wieder Schulungen gemacht und bin dann in die Prozesstechnik gerutscht und von der Prozesstechnik seit mittlerweile einem Jahr bin ich jetzt als Produktmanager tätig. Was Berglauf ausmacht, man hat einfach die Möglichkeit, extrem viel in extrem kurzer Zeit zu sehen. Also wir sind ganz klar Arbeitskollegen und mit der Vorbereitung auf den Dolomitmann ist das auch noch mal enger zusammengewachsen und das harmoniert sehr gut. Unsere Technologien und alles, das kann man kopieren, also die Maschinen, das kann man alles kaufen, Prozesse kann man kaufen, aber wir als Personen, das ist nicht kopierbar. Das ist vielleicht dann schon einmal ein Punkt, wenn man da in Lienz dann im Zentrum startet, der einen ein bisschen nervös werden lässt. Aber die Nervosität, das ist etwas, was einfach zum Wettkampf dazugehört und das ist eigentlich auch das, was einen Wettkampf ausmacht. Du wächst ja über dich hinaus dann auch im Wettbewerb und das ist eigentlich das, was wir im täglichen Tun auch brauchen.